Dennis, hier ist Emre. Dennis, letztes Mal hat dein Gnocchi mit Sucuk super geschmeckt, obwohl ich dir die Zutaten gegeben habe. Zeig mal bitte den Leuten, wie du es gemacht hast. Also, mach's gut. Mein lieber Emre, ich dachte, die Sucuk Gnocchi-Pfanne, das wäre so unser Ding. Aber wenn du möchtest, dann zeige ich das natürlich den Leuten da draußen. Wobei, eigentlich müssen wir erstmal Anton grüßen. Und zwar Anton Schmaus, unseren Koch der Nationalmannschaft. Eigentlich war es seine Idee. Wir haben es nur ein bisschen abgewandelt, aber es ist super lecker geworden. Ihr werdet sehen. Anfangen tun wir mit den Gnocchis. Den Teig machen wir natürlich selber. Dafür brauchen wir Kartoffeln. Die habe ich schon einmal geschält. Die geben wir nun in Wasser und kochen sie gar. Zu unserer Gnocchi-Sucuk-Pfanne machen wir noch eine Paprika. Normalerweise wird die Paprika auf einem Holzkohlegrill oder auf einem heißen Grill langsam gegrillt, bis sie von allen Seiten schwarz ist. Denn dann kann man wunderbar die Haut abziehen. Da wir hier in der Küche keinen Grill haben, gebe ich die Paprika in den Ofen. Und zwar ziemlich heiß. Das heißt, ich tue die Paprika auf ein Grillblech und packe sie bei 250 Grad in den Ofen. An die Paprika wird wirklich nichts rangegeben, sondern sie geht so in den Ofen rein, weil der Ofen so heiß ist, dass sonst Öl oder Kräuter verbrennen würden. Die Kartoffeln sind gar und die müssen wir nun abgießen. Die Kartoffeln pressen wir jetzt und lassen sie erstmal ausdampfen. Es ist ganz wichtig, dass man die Kartoffeln danach nicht heiß weiterverarbeitet, weil sie sonst das Mehl zu schnell aufsaugen und alles ein bisschen leimig wird. So, die Kartoffeln lassen wir jetzt auskühlen. Ein kleiner Tipp von mir: Macht ruhig einen feuchten Lappen drauf, denn dann werden die Kartoffeln von oben nicht hart und fangen nicht an auszutrocknen. Wichtig ist, dass die Sucuk bei diesem Gericht auch hervorsticht. Das heißt, wir wollen sie nicht zu klein machen, damit sie untergeht oder sich in den Gnocchis verliert, sondern sie ist gleichberechtigt mit den Gnocchis. Ja? Das heißt, das Verhältnis muss auch stimmen. Deswegen machen wir sie nicht zu klein, sondern schneiden sie in ordentliche Scheiben. Dazu nehmen wir natürlich auch noch eine rote Zwiebel, die wir in Julienne schneiden. Welche Messer man wirklich zu Hause braucht, dafür habe ich noch einen Tipp für euch. Welche Messer brauche ich für zu Hause? Das wird oft gefragt. Und meine Antwort ganz klar: Wir brauchen ein Office-Messer, was wirklich nur dafür gedacht ist, um Gemüse zu schneiden oder in Form zu bringen oder zu putzen. Wir brauchen ein Fleisch- oder Fischmesser, um Fleisch zu filetieren, zu portionieren oder den Fisch in die richtige Größe zu schneiden. Und dann ein Kochmesser. Vor dem Kochmesser solltet ihr keine Angst haben, denn damit könnt ihr wirklich alles schneiden, ohne Probleme. Ganz wichtig dabei ist, wie beim Fußball: Der Torwart bleibt hinter der Abwehr. Und wenn ihr das beachtet, die Finger etwas anwinkelt, den Daumen dahinter lasst, könnt ihr ohne Probleme wunderbar die Paprika schneiden und habt tolle Scheiben. Wir schneiden hinten wieder die Wurzel raus. Dann nehmen wir uns die Oliven vor. Die sind nicht gefüllt mit Mandeln, Paprika oder sonstiges, weil wir in unserem Gericht ja sowieso schon so viele Sachen drin haben, dass wir es nicht überfordern wollen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Petersilie und ein bisschen Basilikum. So, das sind unsere Kräuter. Für den Gnocchi-Teig nehmen wir unsere Kartoffeln. Dazu kommt das Mehl, ein Ei, etwas Salz, ein bisschen Pfeffer und frische Muskat. Und jetzt heißt es gut durchkneten. Bevor wir jetzt den ganzen Teig zu Gnocchis abdrehen, nehme ich immer erst ein kleines Stückchen und koche das als Probe. Weil jetzt habe ich noch die Chance, mit einem bisschen Mehl nachzuhelfen oder gegebenenfalls sogar noch ein Ei dazu zu packen. Wenn ich die aber alle abgedreht habe und in den Topf schmeiße und habe dann auf einmal eine Kartoffelsuppe anstatt schöne Gnocchis, kann man leider von vorne anfangen.
An der Probe kann man wunderbar sehen, dass der Teig hält. Und ähnlich wie bei Klößen ist es, wenn der Gnocchi nach oben kommt, ist er fertig. Die Gnocchis schneiden wir jetzt in ungefähr 1,5 cm große Stücke. Die Gnocchis lasse ich jetzt ganz kurz ruhen, aber nicht kalt stellen, sondern nur ruhen auf der Arbeitsplatte und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Paprika. Die Paprika sieht richtig gut aus. Diese lässt sich natürlich auch warm am besten verarbeiten, aber auch hier ist Vorsicht geboten, weil sie extrem heiß ist, weil sie kommt nur mal aus dem Ofen bei 250 Grad. Ich hatte die erste Berührung mit dieser Paprika. Da war ich damals beim guten Kollegen auf den Geburtstag eingeladen. Und dann hat die ganze Familie diese Paprika gegrillt. Und ich habe immer gesagt, mein Gott, ey, die sind doch schwarz, was wird das? Bis ich gesehen habe, als die Muttis auf einmal alle da gesessen haben und haben diese Paprika geschält. Und das hinter einer der leckersten Salate war, die ich, glaube ich, bis dato gegessen hatte. So, die Paprika habe ich jetzt geschält. Das ist echt auch eine Mordsarbeit, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Für 50, 60 Leute würde ich das auch nicht mehr machen. Aber Emre, für dich immer gerne. An die Paprika kommt jetzt Salz und Pfeffer. Ein ganz bisschen Olivenöl und Zitrone. Zu der Wurst geben wir jetzt unsere Zwiebeln hinzu und direkt die Pinienkerne. Das lassen wir schön braten, sodass die Zwiebeln gar werden, die Pinienkerne ein bisschen Farbe nehmen und die Sucuk schön knusprig ist. Wir geben jetzt an unsere Sucuk etwas passierte Tomate dran, damit das Ganze ein bisschen soßiger wird. Dazu kommen jetzt die Oliven und die Gnocchis. Wir geben die Gnocchis direkt aus dem Topf in die Sucuk rein. Das hat den Vorteil, wenn die noch warm aus dem Topf in die andere Pfanne kommen, können sich die Gnocchis richtig mit der Soße vollziehen und man hat so eine wunderbare Emulsion in dem Gericht. Jetzt kommen noch die frischen Kräuter dran. Das sieht ehrlich gesagt schon so gut aus, das möchte ich gar nicht mehr auf den Teller tun. Aber ich kann dem Emre ja schlecht die ganze Pfanne vorsetzen, wobei ich mir sicher bin, bei Sucuk, dass er sie leer kriegen würde. Dazu unser Paprikasalat. Das Ganze veredeln wir jetzt noch mit ein bisschen Schafskäse. Emre, dass wir beide die Sucuk Gnocchis lieben, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Aber ich bin wirklich gespannt, was unser Nobby dazu sagt. Okay, Feiertag bei Nobby wieder. Ich darf zu dir kommen, Dennis. Heute ist das Lieblingsgericht von Emre und zwar Sucuk mit Gnocchis und Schafskäse. Sehr schön. Gnocchi, Kartoffelklöße, Richtig. Sucuk. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, da kommt es auch viel drauf an, wo man sie kauft. Wow. Wunderbar. Tolles Gericht. Schmeckt sehr, sehr lecker. Gut zum Nachmachen. Toll. Und wenn ihr Lust habt, das nachzukochen, findet ihr wie immer die Zutaten am Ende eingeblendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass du da warst. Ich komme immer wieder. Gerne. Sehr gerne.